Ich dachte ja, allein zu reisen ist heutzutage etwas völlig Normales, aber offenbar nicht für alle. Ich habe vor 2 Wochen einen TikTok gepostet. Ich bin 39 Jahre, reise lieber alleine als mit jemandem, der mich stresst. Und was danach kam, war heftig. Ich bin so krass gehatet worden für eine Sache, die völlig normal ist, die nicht verwerflich ist, die nicht illegal ist. Ich habe das TikTok irgendwann mittags gepostet, aus einer Laune heraus, und 2 Stunden später sehe ich auf einmal 99 plus Kommentare, Like-Kommentar, Like-Kommentar. Am Ende hatte das Video über 800 Kommentare. Der Hate kam überwiegend von Männern, die so krass beleidigt haben, von Beziehungsunfähigkeit bis Psychose, bis Kindheitstrauma, bis Fremdgehgerüchte. Also ich habe so viele Sachen gehört, oder in meinem Alter bleibt mir ja auch gar nichts anderes übrig. Über 35 will man ja auch keine Frau mehr haben, oder die meisten Männer so ungefähr. Woher will der denn wissen, wie mein Privatleben ist? Ich habe nichts über mein Privatleben gepostet. Das waren Geschichten aus den Paulanergarten. Irgendwann haben dann ein paar Frauen gegengekontert. Es gab eine mega krasse Diskussion. Jemand kann jeder sein. Jeder. Meine Tante, meine Oma, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwägerin. Nein, die Männer haben das auf irgendeine Partnerschaft bezogen. Bei mir ist anscheinend irgendwas anders verkabelt, aber bei denen ist ja gar nichts verkabelt. Da ist ja gar nichts mehr in Ordnung. Es gab natürlich auch ein paar Männer, die da so ein bisschen gekontert haben, aber ich sag's euch, sehr viel Hate. Die habe ich irgendwann dann auch gelöscht, weil mir das zu viel war. Und vor allem, wenn mir da so ein Familienvater schreibt, der mir erzählt, ja, ich habe so eine glückliche Familie, und postet 3, 4, 5 Kommentare, da denke ich mir irgendwann, sag mal, willst du dich nicht um deine Familie kümmern? Was schreibst du mir? Was denkst du über mein Leben nach? Warum denkst du darüber nach, was bei mir schiefläuft? Das ist angekratztes Ego. Kennt ihr die Menschen, die sagen, ich bin so perfekt, meine Familie, happy, happy, dabei sind sie total unglücklich, kommen dann aber um die Ecke und sind der Meinung, sie müssen dir erzählen, wie du zu leben hast oder wie du sein musst. Ja, Banane. Eine Frau, die alleine reist, wirkt sehr oft unabhängig und selbstbestimmt. Und ich glaube, das triggert sehr, sehr viele, weil das widerspricht dem klassischen Rollenbild. Aber eine Frau, die alleine reist, ist nicht anti-Mann, oder es ist auch kein Statement gegen eine Beziehung oder so. Es hat verschiedene Gründe, warum man das macht. Ja, auch mal keine Kompromisse haben zu müssen. Auch das ist nicht verkehrt. Auch das ist nicht immer gleich Egoismus. Gerade wenn der eine die Polarlichter sehen will und der andere die Karibik. Was machst du dann? Klar, kannst du in die Karibik fahren oder die Polarlichter sehen, aber warum solltest du dir dann deinen Traum nicht alleine gönnen? So, was ist daran so verkehrt, dann zu sagen, okay, ich komme gerne mit, aber dann mache ich auch mal alleine Urlaub. Ich mache mit meiner Familie einmal im Jahr Urlaub, und wir sind so unterschiedlich, was das betrifft. Meine Familie möchte nur All-Inclusive. Nur All-Inclusive, umso größer, desto besser. Es muss immer ein Aquapark dabei sein. Es muss immer ein Sandstrand sein, anders geht es nicht. Das ist in Ordnung, aber man macht dann eben Kompromisse. Das ist aber nicht meine Vorstellung. Das heißt, wenn ich alleine bin ich überwiegend, gut, ich war auch schon in einem All-Inclusive-Hotel, aber überwiegend buche ich mir ein Airbnb und erkunde dann die Gegend. Ich finde es toll, abends immer essen zu gehen, am Strand zu liegen, verschiedene Orte zu sehen, unter Einheimischen zu sein. Mit meiner Familie kann ich das so aber nicht machen, da ist alles durchgetaktet. Wenn um 18 Uhr das Restaurant öffnet, sind wir um 18 Uhr da. Wir stehen um 18 Uhr am Buffet. Ich reise seit 4 Jahren bewusst alleine, und für mich ist das völlig normal. Ich denke darüber nicht mehr nach, oder für mich ist das auch nicht komisch oder so. Bedeutet aber auch nicht, dass ich es ablehne, mit jemandem zu verreisen. Allerdings suche ich keine Reisebuddies über Facebook, weil ich der Meinung bin, wenn der Vibe nicht passt, dann ist der Urlaub im Eimer. Ich habe festgestellt, dass man vor Ort immer die besten Leute kennenlernt, wenn man aufgeschlossen und offen ist. Ich hatte zum Beispiel mit jemandem einen Roadtrip gemacht, den ich vor Ort kennengelernt habe. So, und wir waren sehr ähnlich vom Reisestil. Wir waren nicht die Ersten, die um 8 Uhr top gestylt im Restaurant saßen. Wir waren doch sehr chillig so. Es war cool. Das war eine tolle, tolle Zeit. Ich würde es immer wieder machen, wenn der Vibe passt. Wenn man Momente teilen kann oder
ja, wenn es jemanden gibt, der alles organisiert, finde ich toll. Bedeutet aber nicht, dass ich auch alleine zurechtkommen würde. Ich traue mich auch alleine Dinge zu organisieren, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Ich kann es auch alleine. Es hindert mich nicht daran, nicht zu verreisen. Und das finde ich gut. Ich weiß aber auch, dass im privaten Umfeld sowas nicht so gut aufgenommen wird, also auch gerade von den Männern. Ich hatte da schon einige Diskussionen und ich glaube, es geht nicht unbedingt um das Fremdgehen, ne? Die Frau fliegt dann alleine und geht fremd, sondern ja, was mache ich denn hier alleine? Sie hat den Spaß ohne mich und ich bleibe hier und schaue in die Röhre. Ich finde, man kann darüber diskutieren, sich unterhalten, aber wenn dann so Sprüche kommen wie, ja, meine Freundin darf sowas nicht oder das ist ein absolutes No-Go, dann ja, sorry. Ja. Sowas zieht bei mir nicht. Vielleicht sehe ich das auch alles anders. Ich hatte noch nie so die große Angst, alleine zu verreisen. Angefangen hat es vor 20 Jahren, spontan, nach einer Trennung. Mein Ex wollte nicht mehr in den Urlaub und ich habe dann gesagt, ja, warum nicht alleine? Ich glaube, ich muss mich hier nicht rechtfertigen, weil ich gut mit mir alleine klarkomme. Aber die ganze Diskussion hat mir gezeigt, dass viele immer noch nicht wissen, wie normal es sein kann, Dinge einfach mal alleine zu tun. Und dass man nicht unbedingt beziehungsunfähig ist oder einen Makel hat. Wenn ein Mann alleine verreist, dann ist er der Entdecker, der Mutige, der Abenteuerlustige. Wenn eine Frau alleine verreist, dann ist sie einsam, schwierig oder traurig. Klingt fair, oder? Ich werde weiterhin alleine reisen und wünsche mir, dass wir Frauen nicht ständig erklärt bekommen müssen, wie viel Selbstständigkeit okay ist. Also falls ihr dachtet, allein zu reisen wäre entspannt, ja, ist es, außer ihr sagt es laut im Internet, dann auf jeden Fall nicht mehr. Und ja, wenn ihr mal lachen wollt, schaut einfach auf TikTok vorbei, aber wirklich nur lachen, nicht wundern, nicht zu tief scrollen. Wo sind hier eigentlich die Alleinreisenden? Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Einzige bin, oder? Nein, komm, niemals, niemals. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Bye, bye.